Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei LMC Händlertagung. Heute ist der Samstag, der 17. Juni 2023. Wir fangen mal an auf der linken Seite. Du hast mich gerufen, du bist es schuld. Ja. Ich grüße dich, Alina. Hi. Hi, du bist die? Marina. Marina, du machst hier Design, du machst Social Media. Ich mache Social Media und Website. Und Website, ganz, ganz wichtig, ja. Und Marina, du machst Design, mit dir haben wir schon ganz viele Videos gedreht. Du und deine Kollegen, ihr seid verantwortlich dafür, dass das Innendesign, Außendesign so aussieht, wie es aussieht, gell? Ja, genau. So, und das ist meine Tochter Jan, grüß dich. Du machst auch ein bisschen Design und du guckst dir das Ganze mal an von außen. Der ein oder andere Van, der hat dir schon gut gefallen, oder? Natürlich, jetzt auch gerade der hinter uns steht, der ist schon echt, und der auch noch hinten dran, das sind schon Hingucker. Der hinten dran, den werden wir gleich noch filmen. Ja, du bist Dominik, grüß dich, mit dir haben wir schon Videos gedreht. Genau. Der hinten dran, der ist so ein bisschen mehr Offroad gestylt. Ja, das ist nochmal eine Sonderauflage, die wir geplant haben, um den nochmal attraktiver zu machen auf dem Handelsplatz. Das, was die Händler ja auch schon machen, ne, mit dem Ford, dass sie da nochmal einen Kühlergrill wechseln oder einen Frontschutzbügel anbauen, das haben wir dann nochmal in der kleinen Serie aufgelegt. Ja, du machst die Produktentwicklung unter anderem, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, immer wieder up-to-date zu sein. Die Kollegen machen auch gute Sachen, das guckst du ja auch schon mal an, oder? Ja, natürlich. Wir beobachten den Wettbewerb, gucken, was sie gut machen, was sie vielleicht auch besser machen. Und gucken, wo wir besser werden können. Hast du schon mal ein Video von mir geguckt? Deswegen. Ja. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen manchmal im Detail, was sie so machen manchmal. Richtig. Ja. Deswegen, wir können ja alles zeigen. Ja, du machst Marketing. Grüß dich, Daniel. Hi, grüß dich. Ja, das ist immer schwieriger geworden, Marketing. Also die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Man sagt ja oft, das sind die älteren Leute, die campen. Das stimmt ja gar nicht. Also es sind alle. Nein. Mittlerweile, gerade hier mit diesen kompakten sportlichen Fahrzeugen, da haben wir auch viele jüngere Leute dabei. Genau. Und im Wohnwagen, Familien, ganz klar, ganz großes Thema. Ja, das ist aber alles Teamwork, LMC. LMC, was spricht für LMC deiner Meinung nach? Ist das ein tolles Team? Auf jeden Fall bei uns, wir halten immer gut zusammen. Ja, eigentlich jung, dynamisch. Wir halten zusammen, tolles Team, macht Spaß. Ich habe mal auf dich gehalten. Ja, kommen wir alle nach links, bitte alle, dann können wir das Fahrzeug mal kurz wirken lassen. Wichtig ist ja für dich, Daniel, das soll ja am Schluss es soll ein Hit werden. Das heißt, die Leute sollen euch das aus den Händen reißen. Und gerade die Vans, das ist im Moment ein Segment, was ich sag mal, als ehestes dann auf den Standpunkt gestellt wird, für das Geld kriege ich ja schon ein riesen Reisemobil, aber man kann sie nicht vergleichen. Nein, auf keinen Fall. Ich bin natürlich viel wendiger. Ja, auch Südeuropa, man kennt es ja, die Straßen werden enger oder man nutzt das Fahrzeug im Alltag, holt es zum Wochenende raus. Mit einem klassischen Reisemobil, ich sag mal, vom Nutzen her zu vergleichen, aber ja, man ist dann doch schon etwas anders unterwegs, spontaner. Ja. Ist das auch ein Statement, so ein Campervan, dass man sagt, weiße Ware, ja, aber ich bin eher so ein Campervan-Typ? Ja, auf jeden Fall. Das kann man schon auch ein bisschen trennen. Manchmal ist natürlich der Übergang fließend, aber ich sag mal, es gibt schon so die Fraktion Campervan und dann doch eher die klassischen Reisemobilisten, sag ich mal. Ihr habt ja Glück gehabt, ja, graue. Ihr konntet euch die Chassis nicht immer aussuchen, die Farben, oder? Nee, nicht immer, aber ich finde, das Grau steht ihm super, dem Wagen. Wir haben ihn auch noch in einer dunkleren Farbe, aber so finde ich, kommen die Kontraste ganz toll raus mit dem Schwarz und Grau. Und wenn wir gleich mal rübergehen auf das Sondermodell, dann sieht man nochmal die Kontraste besser. Und ich finde es richtig schick. Design ist alles? Design und Funktion, sag ich mal, ist alles. Genau. Es muss immer in Einklang sein. Form follows Function und andersrum, sag ich. Und genau. Wichtiges Thema ist der Preis. Ihr seid im Wettbewerb mit vielen anderen, seid sogar in der Marke im Wettbewerb. Also eure Produkte sind nicht gleich den anderen. Eine Besonderheit bei LMC ist, jeder guckt so auch innerhalb der Gruppe so ein bisschen, was machen die anderen so. Ihr seid schon selbstständig in großen Teilen, oder? Das auf jeden Fall, natürlich, klar. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, das, was hier in Sachsenberg gebaut wird, da gucken die Kollegen auch drauf, und ihr könnt gegenseitig profitieren. Das auf jeden Fall. Wir profitieren voneinander, aber versuchen natürlich trotzdem auch als Marke unsere Eigenständigkeit beizubehalten. Und das, finde ich, tun wir wirklich und heben uns da auch von unseren Mitbewerbern ab. Hat er einen guten Job gemacht hier mit dem Auto, Dominik? Auf jeden Fall. Ich finde es ein Top-Wagen. Ich bin ihn auch schon gefahren, bin schon in den Genuss gekommen. Richtig cool. Und das Design gefällt mir halt auch. Wirklich gut, richtig schönes Ding. Ja, ich bin ein großer Ford-Fan, fahre aus der Hümer-Gruppe auch einen Ford. Im Moment gerade mit Automatik. Komm mal kurz mit. Der bärenstarke Motor, ich glaube, wer den noch nie gefahren hat und fährt 130 PS mit Ford, kriegt einen richtigen Aha-Effekt. In dem Fall 170 PS. Ja, der ist jetzt stärker, aber den gibt es ja auch mit, ich sag mal, es gibt ihn auch mit 130 in anderen Varianten. Der Motor ist immer der gleiche. Mit 170 hast du natürlich alles. Ja. Genau, das Ding rennt richtig gut. Und in Verbindung mit einer Automatik ist das einfach Fahrkomfort und ja, also
lässt keine Wünsche offen, macht richtig Bock. Ja, hier habt ihr aber volle Hütte dran, oder? Da ist LED, also alles, was hier auf der Liste stand, ging, oder? Ja klar, und gerade Ford, die bieten mittlerweile eigentlich alle Assistenzsysteme aus dem Pkw-Bereich auch an. Also da ist man einfach am Stand der Technik mit dem Wagen, mit dem Grundchassis. Also Mach mal ein bisschen Werbung fürs Fahrgestell. Der fährt so gut, liegt wie ein Brett auf der Straße. Also gerade das Thema Fahrwerk, Abwerk, da musst du gar nichts groß modifizieren, ne? nein, also gerade auch im Campervan-Bereich. Wir sind auch hier vom Gewicht her noch in einem Rahmen, wo ich jetzt nicht anfangen muss, noch eine Luftfederung und sowas einzubauen. Ich bin ab Werk richtig gut aufgestellt mit dem Fahrzeug. Man merkt, dass es in der Entwicklung ein relativ neues Basisfahrzeug ist. Der Transit ist ja noch gar nicht so ganz lange am Markt und das merkt man halt auch beim Fahren. Ja, Ford hat neue Entertainment-Systeme am Start. Ich habe schon gezeigt, das ganz Neue, was reinkommt, das Soundsystem ab Werk. Bist du raus? Ja. Meine Tochter hat es probiert. Darf ich mal? Du hast das Ford Entertainment-System probiert und es ist Hi-Fi, oder? Ich muss gestehen, die Erwartungshaltung war sehr gering, weil ich habe schon andere gefahren und dachte ich mir, okay, machst jetzt halt die Musik an, weil du willst irgendwas hören und dann habe ich es angemacht und dachte ich mir, machst du mal kurz ein bisschen lauter und guckst mal, wie das so ist und dachte mir so, wow, also ich war verblüfft. Für einen Kastenwagen. Ja, genau. Ich habe ja nichts erwartet. Vor allem, weil den ich gefahren habe, das ist ja wirklich so eine richtige Einstiegsklasse. Lautstärke beim Fahren ist auch wirklich, also Leute fahren sich da rein, der fährt sich wie ein PKW. Ja, auf jeden Fall. Auch von der Sitzposition her sitzt man da nicht mehr so aufrecht wie in einem Bus früher, sondern wirklich richtig schön hinter dem Lenkrad. Also macht richtig Spaß. Ja, ist ja schlimm, dass wir beide so tief in die Tasche greifen müssen, um Werbung sofort zu machen. Der Ruf war nicht immer der beste, muss man sagen, aber fahrt ihn bitte Probe. Ihr werdet positiv überrascht sein, oder? Ja, auf jeden Fall, wirklich. So. Und die Probleme, die es da mal gab, das ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her und ja, eigentlich total überholt. Ja, war auch nur, weil sie sehr lange standen. Also die immer gefahren sind, hatten das Problem gar nicht. Es ging um Wasser im Tank, Einschütze, ist lange, lange her. Also bitte, wir gucken mal kurz rein und erstmal, Can, bitte mal öffnen, sei mal so lieb, ich habe beide Hände voll und da sieht man schon mal direkt, ihr habt hier tief in die Kiste gedrückt, was das Thema Design angeht. Ihr habt Mikrofaser verwendet, extrem leicht zu reinigen. Ja, genau. Da könnte Marina jetzt noch mal mehr zu sagen. Die ist jetzt gerade leider verschwunden. Aber ja, das ist Mikrofaser mit so ein bisschen Antiflex-Schutz. Ne? Also, dass man da wirklich Camper orientiert. Also, man wohnt ja halt auch drin. Wirklich mal Essensreste, Getränke, die mal daneben gehen oder so, auch leicht wegwischen kann. Ja, Multifunktionslenkrad mit drin, hier in dem Fall Automatik mit eingebaut, Riesen-Navigationssystem, das werden wir uns gleich mal innen anschauen, dann wirklich sehr, sehr, sehr leise und es gibt Originalzubehör, mittlerweile sogar ein Tresor, den kannst du in die Tür einbauen und den kriegst du nicht mehr raus mit Bartschloss und allem drum und dran. Ja, da sind wir, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade schon für Ford das neueste Modell haben. Ja, habt ihr schon. Ah, super, da weißt du sogar mehr wie ich. Ja, da machen Kommt, habe ich schon getestet bei einer anderen Marke von Hyma. Okay. Und wir haben ihn schon eingebaut. Ja, das ist Genau, das hast du mir nämlich auch erzählt. Habe ich jetzt nicht genutzt, aber ist auf jeden Fall gut, wenn man sowas hat. Ja, total praktisch. Es kommt Originalzubehör. Das heißt, ihr habt das ja bei der Hyma-Gruppe bei anderen Marken schon mit drin, zum Beispiel Wasserfilter, BOS-Batterien. Da haben wir einen eigenen Stand zu, können wir gleich mal filmen. Ja. Das ist auch ein wichtiges Thema. Leute wollen zum Beispiel von Volkswagen den Originalträger haben fürs Fahrrad. Und auch hier kommt Originalzubehör immer mehr, oder? Genau, gibt es Originalzubehör, die verschiedensten Sachen werden auch immer erweitert, verschiedenste Fahrradträger, Erweiterungen, Reserveradhalter, da sind wir also auch komplett breit aufgestellt. Das Raumgefühl im Transit, also wenn du jetzt zum Beispiel Fahrräder mitnimmst, der Ducato ist ja schon nicht schlecht, muss man sagen. Der Mercedes oft so ein Problem mit seinen aerodynamischen Kanten, aber guck dir mal dieses Raumgefühl an, die Höhe, die Stehhöhe allein. Genau, also hier haben wir nochmal wesentlich mehr Stehhöhe als in den anderen Kastenwagen, das ist auch so ein herausstellendes Merkmal unseres Ford Transits und macht einfach ein tolles Raumgefühl, gerade vorne im Küchenbereich, dadurch, dass man einfach wesentlich mehr Höhe drin hat, also 10 cm mehr. Dominik, sag mal eben, wie viel Höhe haben wir genau? 2,8 Meter. 2,8 Meter. Ja. Also genau, im Ducato haben wir. Ja, deutlich unter 2 Meter auf jeden Fall. Also 1,92 glaube ich. Ja, ihr seid im Norden, da sind die Leute hochgewachsen. Wie groß bist du? Ich bin 1,84. 1,84. Plus Schuhe bist du auch schon mal 1,90 Meter und dann ist es gedrungen. Also ihr hast richtig Stehhöhe. Eine Besonderheit hier ist auch, ihr habt euch viele Gedanken gemacht, dass nichts rumfliegt, weil ihr habt ja Platz. Das ist so ein doppelter Boden. Ist das jetzt optional? Nee, das ist die Serie, das Podest. Das haben wir extra mit reingebracht. Darunter sind Verzurschienen. Ich kann es jetzt gleich mal auch vorführen. Man kann das. Ach, das ist ja verriegelt. Ja, wir haben es verriegelt, genau. Soll man auch drauf rumlaufen können. Es sitzt ein bisschen unter Spannung. Man muss ein bisschen nachdrücken. So, dann kannst du das komplett rausnehmen.
Wie cool. Ich muss es einmal kurz anlupfen. Na, jetzt hat sich da hinten verhakt. Geht das? Mal ganz kurz ran. Da ist es drin. Ach, das kannst du falten. Ja, ich kann es jetzt rausziehen. Und ich befürchte, dass die Löcher, die hier drin sind, Der Tisch, das ist natürlich ungünstig. genau, Kipp mal rüber. genau, zu ihm mal kippen. Jetzt ziehst du unten weiter. Genau, zieh mal unten weiter. Und jetzt hast du ein Teil und das hat wahrscheinlich auch einen eigenen Platz, oder? Das hat einen super Platz. Ich stelle mich jetzt einfach mal auf den Tisch hier, der hier drin liegt. Ich kann das Ganze nutzen, um es hier hinten einzuhalten. Als Schottland. Nee. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Ja, wir haben da einige Workshops gemacht. Wir wollten, das ist ja ein Einzelbettgrundriss auf 6 Meter. Nochmal 6 Meter Einzelbett. Ja, 6 Meter Einzelbett. Ich meine, du bist ein Experte, du bist schon viel rumgekommen. Muss man lange suchen, dass man überhaupt ein Fahrzeug findet, wo man 6 Meter Einzelbetten hat auf dem Campervan. Und eine Dusche. Ohne Dusche, ohne Toilette und ein Waschbecken. Also alles, was man braucht. Ja, und das war unsere Challenge. Und da haben wir mit einigen pfiffigen Mitarbeitern haben wir da etliche Workshops gemacht, haben wirklich mit der Stichsäge Platten gesägt, geguckt, wo müssen wir hin, wie viel Platz brauchen wir, was können wir tun und dabei ist sowas rausgekommen. Ja. Ja, es gibt eine Grundregel, wenn es nicht einfach zu bedienen ist, dann macht es keiner. Und das hier haben die Leute auch rein und raus gemacht, ohne Ende. Was ich cool finde, ist es natürlich hier diese Druckverschlüsse genau in die Löcher reinpassen. Siehst du unten? Ja. Das ist schon pfiffig, oder? Auf jeden Fall, total. Sieht man halt, dass da wirklich sich viele Leute lange viele Gedanken gemacht haben. Ja, du kennst ja den California, da sind die Tische und Stühle in den Türen mit drin und so weiter. Hier hast du dann auch die Möglichkeit, deinen eigenen Tisch zu verwenden, den du vielleicht irgendwann mal kriegst, der reinpasst. Und das mit dem Falten und der Schottwand, das sieht so easy aus, ja. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben uns auch natürlich, wir haben gesagt, wir wollen hier ein Podest haben, wir wollen auf unterschiedlichen Ebenen die Sachen packen. Das ist bei den anderen oftmals, hast du einen großen Raum, eine große Garage, aber wenn du da vernünftig packen willst, System reinkriegen willst, du kannst eigentlich nur alles hinten reinwerfen. Und das wollten wir nicht und dann haben wir den Podestboden da reingepackt und da habe ich gesagt, nee, wir müssen aber auch einen Platz dafür finden. Ne? Also das Was sensationell ist hier das Hundefach. Das heißt, wenn du kleine Hunde hast, kannst du hier direkt zum Metallbauer gehen und kannst dir hier was einbauen lassen. Aber es hat einen riesen Vorteil. Viele arbeiten ja mit Euroboxen und die Türen, die wären total hinderlich hier. Ja, genau. Also Türen, da würde man sich ja nur selbst im Weg stehen, wenn ich jetzt noch eine Tür aufmachen müsste. Ja, so eigentlich ganz einfach gesichert mit so. Das heißt, du hast Gummis. Die Gummis kann ich alle einhaken hier oder aushaken. Ne? So, die Eurobox wird einfach reingemacht. Du kannst ein Tetris-Spiel machen, kannst alles unterbringen. Hier wäre zum Beispiel jetzt, ich sag mal, die Kabeltrommel können wir hier links reinmachen oder das Zeug, was ich schnell brauche. Genau. Oder bei mir auch klassisch immer irgendwie so Wanderschuhe oder sowas kommt da rein. Ne? So, ganz wichtig, die Auffahrkeile. Die haben wir heute auch dabei. Die haben ihren eigenen Platz und da passt natürlich das Tool-Set direkt drin. Da muss man auch erstmal drauf kommen, weil die fliegen immer rum. Genau, und sind irgendwie auch sperrig und eckig und genau, aber hier eigentlich top untergebracht. Was ich cool finde, hier kannst du sogar 2 Sets reinmachen hintereinander für ganz harte Fälle. Und ja, man muss einfach drauf kommen. Das Gemeine ist allerdings, wenn wir das jetzt zeigen, der Vorsprung ist ja nur ein Dreivierteljahr, weil die anderen sehen es ja auch. Man guckt schon so ein bisschen, was machen die anderen, oder? Was machen die gut? Fall. Ja klar, wir haben ja auch viele Messen und dann geht man schon mal ein bisschen stöbern, dann zieht man mal das gebrandete Hemd aus und geht mal ein bisschen bei der Konkurrenz gucken. Hast du Zeit auf Messen überhaupt? Weil das ist ja doch, man hat ja viele Termine. Ich ehrlich gesagt recht wenig, weil bei mir im Marketing der Aufgabenbereich genau in dem Bereich liegt. Also ich bin auch hier heute dafür verantwortlich, dass hier alles steht, so wie es steht und dass hier alles funktioniert. Deswegen bin ich auf Messen halt auch immer sehr beschäftigt. Ja, die Fachhändler geben euch viel Feedback. Ich glaube, das ist noch wichtiger als die Annahme, dass man es selber gut gemacht hat. Wie kam hier diese Trennlösung an bei den Fachhändlern bis jetzt? Dominik, eigentlich ganz gut, ne? Ja, wir haben diesen Grundriss haben wir in Stuttgart als Grundrissstudie vorgestellt. Und haben auch wirklich Endbenutzer zu unseren Lösungen befragt. Also wir haben extra uns überlegt, was wollen wir von den Endbenutzern wissen. Die haben dementsprechend einen Monitor gehabt, da konnten die auch Feedback geben und war durchweg positiv. Also die Endbenutzer haben gesagt, unheimlich gut, machen auf jeden Fall mit aufnehmen ins Grundrissprogramm. Haben teilweise bei uns im Werk schon angefragt, wann das Ding dann endlich auf den Markt kommt. Genau. Und ja, die Begeisterung war wirklich groß. Auch die Händler, die bei uns dann vorbeigeguckt haben auf dem Stand, unsere Händler haben auch gesagt, ey super, mach das. Das wird gesucht. Ja, man muss ja sehr, sehr innovativ sein. Ja. Sag mal, das Bett, vielleicht baust du das gerade nochmal ein. Ich baue mal eben das Podest so, er schiebt das wieder rein und
Die Verriegelung finde ich allein schon richtig klasse. Das heißt, das hakt sich ein. Das habt ihr probiert, dann wird es reingedrückt und kann auch nicht verrutschen. Nein, das ist vorne arretiert, kann nicht verrutschen und ist fest. Und wie man sieht, auch begehbar. Und die Stehhöhe, die ist jetzt so wichtig, weil jetzt bist du ja höher. Ich bin jetzt 1,76, also bei mir reicht es auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, du stehst ja jetzt noch auf dem Podest. Ne? Also, Steht auf dem Podest drauf. Das ist auch dafür gedacht, dass man drauf stehen darf. genau, oder? wir haben hier unten richtig die robusten Schienen, da kann man drauf stehen. So, jetzt die Frage aller Fragen. Wo sind diese, ich nehme an, das sind so Querverbinder, Leisten? Wir haben gesagt, tagsüber will man vielleicht ja auch mal ein bisschen mehr Platz haben, um sich zu bewegen. Also es regnet jetzt und du willst im Bett dich mal umziehen oder einfach mal mit deinem Mann reden. Richtig. Ja. Dementsprechend haben wir das Bett jetzt hier mal auf der Beifahrerseite ein bisschen schmaler gestaltet. Das können wir aber Nein! problemlos Da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. breiter machen. Okay, das heißt, du hast zwei richtige Einzelbetten mit Durchgang. Du hast 2 richtige Einzelbetten mit Durchgang, richtig. Da kannst du stolz auf sein. Ja, da sind wir auch mega stolz. Warte, ich zeig das mal. Ihr habt richtige Einzelbetten. Du musst da also nicht da drüber klettern über den anderen, sondern du kannst rausgehen wie bei einem großen. Ja, selbst beim großen geht das nicht. Genau, und warten wir mal ab, es geht noch weiter. Dominik, Bitte, Dominik. weiter. Also auch Belastung, ne? Überhaupt kein Thema. Du willst ja nicht sagen, dass du schwer bist. Da kommt dann noch irgendwas. Nein, überhaupt nicht. Nein, okay. Also die Belastung, dynamische Last hat auch funktioniert. Zusatzpolster haben wir uns entschieden, die Platte direkt da reinzumachen. Hat den Vorteil, ich kann es auch noch anders nutzen. Ne? Wenn ich es ein bisschen gemütlicher haben will. Du hast gesagt, es regnet. Ich kann noch ein bisschen chillen. Okay. Dazu habe ich dann halt diese Riegel, 4 Stück, die kann ich hier dazwischen drücken. Okay, 1. Ah, jetzt, ich verstehe. Deswegen ist es fest. Das wird jetzt, gehe ich mal stark davon aus, ein ganzes Bett. Das wird jetzt ein ganzes Genau. Bild. Da müssen wir jetzt das lange Teil nehmen, das hier steht. Ah, ja. So, und das war auch, wahrscheinlich habt ihr euch lange Gedanken gemacht, wie man sowas lösen kann, ohne viel Gedöns. Genau, und genau, dass man nicht so viel rumfliegen hat, dass man nicht ganz so viel bauen muss. Das muss ja auch schnell wieder zerlegt werden können. Und dass man, jetzt kann man es ja wiederum auch so nutzen, hat man vorne immer noch ein bisschen Platz. Und dann der nächste Schritt wäre dann quasi, dann hatte man die komplette Bettfläche. Okay, das verstehe ich. Sag mal, die Lösung ist so gut, dass Selbstausbauer auch hier mal was gucken können, ausnahmsweise, oder? Ja, klar. Weil die wissen ja immer alles besser, haben immer die besseren Lösungen, aber das hier muss ich jetzt mal sagen, das ist schon gut. Also das ist für einen Serienfertiger und hier kommt auch schon wieder die Frage, naja, viele kaufen sich einen leeren Van, das kannst du gar nicht in der Qualität hinkriegen, oder? Nee, in der Qualität sicherlich nicht. Und ja, sieht man halt auch, ne, dass da bei uns auch irgendwie Herzblut und einfach Lust drin. Ja, ich glaube ja. Ja, ne, das macht den Leuten einfach, man sieht es irgendwie, das hat, glaube ich, Spaß gemacht, das Ding zu entwickeln. Ne? Ja, das stimmt. Also es ist, es bockt, sagt mein Sohn. Also das ist ein 11-Jähriger, der das dann sagt und das Wort muss ich mir machen. Was total toll ist, baust nochmal zurück. Ja. Und man hat sehr, sehr schnell. Diese Fahrzeuge, 6 Meter, werden ja immer mehr im Alltag genutzt als einziges Fahrzeug. Ganz genau, weil bei 6 Metern hat man auch noch wirklich die Möglichkeit, auf dem Supermarktparkplatz ziemlich normal zu parken. Klar ist das Ding immer noch breiter als ein normaler PKW und länger. Aber ja, die sind halt kompakt und dadurch auch wirklich im Alltag nutzbar. So, auch das muss man ja zeigen. Also wir machen es jetzt mal stellvertretend für alle Händler, die vielleicht nicht kommen konnten. Also es hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit gehabt, aber haben schon viele angemeldet, oder? Auf jeden Fall, ja. Es kommen viele. Jetzt übers Wochenende waren schon einige da. Am Freitag sind wir gestartet und das Ganze geht jetzt bis Mittwoch. Und da haben wir, glaube ich, ganz aus Europa und auch darüber hinaus insgesamt an die 140, 150 Händler hier. Fahrzeug steht auf Diesel eigentlich, oder Gas? Heizung? Dieselheizung. Dieselheizung. Und kochendes Gas, oder? Kochen ist Gas, genau. Kochendes Gas. Und Kompressor, Und hier hinten, was ist hier drin? ein Gaskasten. Ein Gaskasten zum Kochen. Eine Flasche. Okay, verstehe. Bitte mal öffnen, sei so lieb. Drücken, genau. Das ist übrigens gut so. Das soll so sein, die ziehen sich nämlich ran. Das soll nicht klappern. Nächstes Thema klappern. Hier hast du natürlich auch automatisch einen Crash-Sensor mit drin. Das heißt, du kannst ihn während der Fahrt dann auch benutzen, während der Fahrt kochen. Ja, genau. Während der Fahrt schön Kaffee kochen hin. Würde gehen. Das ist jetzt ein Prototyp, ne? Und wir haben uns dann entschieden, den
Crash-Sensor rauszunehmen. Wir werden einen einfachen Druckminderer reinbauen, weil Kochen während der Fahrt macht sowieso keiner. Okay, aber ist halt mal drin, bitte. Ich habe während der Fahrt gekocht, aber ich glaube, das ist nicht normal. ist nicht zu. Aber es war noch ein Spiegelei. Ja, wir dürfen ja, wenn der Fahrt, haben wir Ich habe es nicht, nicht gemacht. außerdem war es im Ausland. Ja, so. Nein, das war vorne am Beifahrersitz. Und es war- mit dem Kocher auf dem Schoß und angeschnallt. Und es war ich vor auch 4 Monaten war es, richtig? Ja, auch. Genau, ganz wichtig, Letztes vor 4 Jahr war Monaten. So, bitte mal die Tür schließen, dann können wir es mal sehen. Ich komme gleich von der anderen Seite zu dir. Dann. So. Innovan. Wer kommt denn auf so Namen? Ja, wir, ne? In der Marketingabteilung oder wir in Zusammenarbeit. Wir machen vor, wenn wir so Projekte beginnen und es geht um die Namensfindung, natürlich auch immer so Workshops. Und da sind wir dann drauf gekommen. So, wir gucken mal gerade an der Seite. Fenster hinten original. Das ist vielen ganz, ganz wichtig. Man könnte die Aufkleber entfernen. Das wollt ihr zwar nicht, aber du weißt, es gibt so einen großen Trend, Stealth Camping. Genau, ja. Aber wir haben hier die originalen Ford-Fenster drin und haben die dann noch für die Optik, weil wir von innen die Verkleidung haben mit den Verdunklungsrollos, auch hier mit Aufklebern dann passend die Ausschnitte gesetzt. Das ist so cool, weil viele Leute wollen, dass man es nicht auf den ersten Blick, gut, die Markise, Ja, die verrät dann schon. die verrät dann schon. Dann hast du hier auch die Seitsfensterin, gute S3 verwendet. Und habe ich schon gesehen, ihr habt Polyvision normalerweise im Einsatz, aber hier bei den Vans. Genau, hier haben wir Rahmenfenster serienmäßig drin. Ja, finde ich für die Optik auch wirklich ein Highlight. Also von außen finde ich es richtig schick. Ja, tiefe Verdunklung, großes Thema, dass man auch nicht rausgucken kann. Wir hatten das getestet mit der hohen, also man denkt immer, die Leute sehen einen, sie sehen einen nicht. Nee. Ich glaube es zwar noch nicht so ganz, aber da muss man sich schon drauf verlassen. So, dann, da kommen wir gleich mal zu. Er heißt Innovan 592. Ja, 6 Meter und Einzelbetten, großes Thema. Da habt ihr, glaube ich, seid ihr jetzt schon so ein bisschen so der Trendsetter, oder? Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, Dominik, wie viel gibt es denn da? 6 Meter Einzelbetten? Ja, findest du ein, zwei auf dem Markt. Mehr findest du noch nicht. Ja, teilweise. Ich bin mal gespannt aufs Bad, weil meistens leidet das Bad runter. Da habt ihr eine tolle Lösung. Ja. Die zeigen wir, wenn man nicht. Daniel, den müssen wir jetzt mal entschuldigen, der muss nämlich da vorne. Tschüss, Daniel. Tschüss, Und, ich muss mal zur Bühne. Ich muss trotzdem jetzt vielen mit den Dank. Händlern ins Werksbesichtigung. Wenn du mal Zeit hast, komm nochmal. Wir klar. sind ja morgen noch da. Tschüss, Daniel. Danke. Marketing. Ciao. So, Genau, Bad, aber auch erstmal die Küche. Ich möchte mal gerne die Küche zeigen. Also auch hier warte. hier Ich setze mich hier mal Okay, hin. mach So, das. dass wir das mal sehen können. Jetzt bin ich nicht ganz auf deiner Höhe. Ist da auch was Besonderes? Da ist auf jeden Fall was Besonderes. Zum einen haben wir wieder den Kühlschrank nach vorne geholt. Das mögen die Leute ja, dass der Kühlschrank sowohl von außen als auch von innen nutzbar ist. Ne? Camper sind ja viel draußen. Also ist sinnvoll, wenn man nicht jedes Mal rein muss, um was aus dem Kühlschrank zu holen. Aber wir haben uns gesagt, okay, 6 Meter Einzelbetten ist natürlich, der Raum ist eng. Aber trotzdem wollen wir ja keine Kompromisse eingehen. Wir wollen ja trotzdem eine große Küche haben. Und dementsprechend haben wir uns hier für einen Auszug entschieden. Was ist das denn? Nochmal langsam. Mach nochmal zurück. Nee. Doch. Ich habe mich schon gefragt, wo das Waschbecken ist. Ja. Nochmal, du ziehst das aus. Das heißt, der das Frühstück macht, ist der längere. So, und der macht dann das Frühstück. Und da hast du dann so einen Anschlag mit drin, das nicht zurückrutscht, wenn ich schräg stehe. Ja, wie gesagt, das ist ein Prototyp. Hier haben wir gemerkt, hier haben wir noch ein bisschen Spiel. Der wird nochmal korrigiert, damit ich da wirklich auch ein bisschen auf Spannung bin und das nicht so wackelt. Aber da passiert dann auch nicht aus Versehen was nicht sein soll. Auch hier haben wir eine Rüttelkante, ne, damit dann nicht was aufs Bett rausgeschoben wird. Kann man natürlich auch super. Da kannst du jetzt das Frühstück anrichten und kannst es im Bett dann sitzend, oder? Genau, richtig, ja. Kann ich direkt da essen. So, dann, das schöne, gute alte Dometic ist auch nicht so lange im Einsatz. Die meisten haben es noch nicht verwendet, aber das ist natürlich super praktisch. Wenn hier mal die Milch überkocht, kannst du es direkt hier reinwischen. Ja, Piezo-Zündung mit drin. genau. Gutes Waschbecken könnte ein Ticken größer sein, aber wir sind ja auf 6 Meter, haben vollwertiges Bad, eine Face-to-Face-Sitzgruppe, Vollwertige Küche. vollwertige Küche. Und hier käme mir direkt die Idee, du kennst diesen kleinen Tisch, den du in 360 Grad bewegen kannst, vorne, hinten, links, rechts, der nur ein Bein hat. Nee, kenne ich nicht. Schicke ich dir. Ja, super. Also gibt's bei HZ, habe ich den das erste Mal gesehen. Okay. Den könntest du hier anbringen und den kannst du einfach rausziehen. Ja. Und dann hast du hier einen hochgradig beweglichen Tisch, den du als Laptop-Tisch verwenden kannst. Ja, cool. Ich schicke dir das mal. gerne. Kann man auch nachrüsten. Ja, Also es ist, super. Passt rein. musst du unbedingt mal auf. Ich habe bloß den Hersteller jetzt nicht gerade auf dem Plan. Licht, ihr habt euch viel Gedanken um Licht gemacht. Ja, ist bei uns ganz wichtig. Wir wollen eine gemütliche Atmosphäre im Fahrzeug schaffen mit unserem Design und setzen da viel auf indirekte Beleuchtung. Ja. So, also Innovan,
Ja. Heißt aber auch, dass die Schränke innovativ sind mit viel Licht. Die Stehhöhe ist schon fast eine Frechheit. Also ich zeig mal gerade, du bist auf dem Podest hier drauf. Ja. Das sieht man hier und kannst richtig schön stehen. Ja. Wir haben wahnsinnig große Hängeschränke. Ne? Hier vorne auch nochmal mit Einlegeboden im Küchenbereich. Liebe Fahrer vom Mercedes Sprinter, das könnt ihr vergessen. Das geht bei dem Auto nicht, denn da hast du nicht so viel Platz. Und ihr habt alle Teile dann nochmal neu designt, sieht man hier. Also die Kunststoffteile hier hinten, Ja. alles ist Vollkorpus, habe ich auch innen gesehen. Ja. Genau. So, Richtig. bitte Ich war John. mit der Küche hier noch nicht ganz fertig, weil meine erste Frage ist, wo mache ich meine Sachen hin? Ja, Und, da haben wir eine Apotheke aus. Genau, das habe ich gerade gelesen, dachte mir, oh, das Wo denn? ist Sag ja mal. cool. Nee, ihr habt einen Apotheker. Nee, Der ist von der Seite aus das zu ist beladen. doch irgendwie eigentlich unfassbar. Wir haben ja gesagt, keine Kompromisse. Also Ja. irgendwo muss ich auch meine Fässalien, sag ich mal, unterbringen. Ja gut, das da haben wir auch. Besteckeinsatz. Aber der Apotheker ist natürlich schon gut. Das würde ich jetzt aus so einem kleinen Raum nicht wirklich mehr erwarten. Wichtig, bis 40 Kilo belastbar. Die Ablage ist bis 40 Kilo belastbar. Hier, wir können es nochmal ausziehen. Das sind Schwerlastschienen, die wir hier eingesetzt haben. Also da machst du nichts kaputt. Ja. Also viel mehr aus dem Selbstausbaubereich, wo die Leute sagen würden, hey, da ist mir das Schienchen zu gering, da nehme ich mal einen richtigen Schwerlastauszug, habt ihr genommen. Ja. Okay. Was ich auch cool finde hier ist natürlich beim Ford war immer das Fliegengitter ein Problem. Die kamen immer durch. Jetzt habt ihr eine Lösung entwickelt. Siehst du da das Plexiglas? Mach mal zu bitte, John. Das heißt, Licht dran oder? Ja, ein bisschen mittiger packen. So, und dann ziehen. Ist einfacher. Da ist auch noch die Griffleiste. So, und dann geht das auch komplett zu Ja. und schließt auch einigermaßen dicht. Ja. Gut, die ganz gemeinen Biester, weißt du ja, die finden einen Weg. Aber damit ist 99,9% schon mal draußen. Das sieht gut aus. Ja, aber das war gar nicht so easy, weil das ist Mit den ganzen Formen dann, genau. kein Ducato. Wir kommen uns gleich nach vorne. Also ich mache mal einen kurzen Blick nach da. Aber es gibt so viel zu sehen hier in dem Auto, was erklärungsbedürftig ist, oder? Klein Auto, ja, auf jeden Fall. Deshalb haben wir auch gesagt, bei der Studie, die wir ausgestellt haben in Stuttgart, da muss permanent Personal drin sein und das erklären, weil sonst kriegt man die ganzen Highlights alle gar nicht mit. John, du musst da reingehen. Ich habe das Gefühl, das Auto ist voller Highlights. Ist das von Stuttgart, das Auto? Ja, also nein, in Stuttgart hatten wir einen Grundriss, Mock-up, das war ohne Funktion, also wir hatten keine Leitung verlegt, wir haben keine Kabel verlegt, da haben wir nur Möbel reingestellt. Ne? Der hier fährt und geht. Hier, das ist jetzt der fertige Prototyp, der wird, sage ich mal, nächste Woche angemeldet und dann wird der intensiv getestet. Aber wir sind auf 6 Meter. Du hast jetzt eine riesige Dusche. Ja, 60 mal 70 Zentimeter. Mit sogar, ich kann mich angucken beim Duschen, was vielen nicht gefallen wird. Geh mal rein, John. Du hast ja Turnschuhe an, On-Schuhe, ganz ruhig machen. Und dann, ja, ganz wichtig hier der Vorhang. Bitte, liebe Leute, Geschlossen. Ja. Ah ja, okay. das hat nämlich einen Grund. Hier hast du einmal so ein... Ich habe zwei verschiedene jetzt hier zur Ja, Auswahl. das ist ein Faltplissé. Wir hatten lange überlegt, ob wir hier wirklich eine feste Tür einbauen, aber klar, der Raum ist begrenzt und wenn man in der Küche was unten rausholen will, dann geht man ja auch schon mal mit dem Hintern in den Waschraum rein. Also die Tür hat man meistens sowieso auf und da haben wir gesagt, Privatatmosphäre in so einem kleinen Fahrzeug hast du sowieso nicht viel. Da reicht auch so eine Faltschiebetür. Finde ich auch schön, dass das mit einem Magneten dann geschlossen ist. Ja, das hält gut. Ja, wir gucken gleich mal. Die Beine gucken die raus eigentlich, wenn wir gleich die Toilette rausholen? Nee, kann man auch, das geht auch so. Geht auch so. Weil Ist knapp, aber geht so. der Vorhang, den machst du dann außen rum? Das heißt also, genau, okay. Ach ja, den kann ich komplett einmal um mich herum schließen. Genau. Okay. Übrigens gibt es auch antibakteriell, ist das hier der Fall? Ja, das ist hier der Fall. So, antibakteriell, ganz wichtig, hat eine Beschichtung mit drin. Ach, auch noch, okay. Ja, Metallband, das heißt, das der ist hängt sonst nicht. unangenehm, genau, wenn er an einem rumklebt. Ja. So, jetzt gucken wir mal gerade, das läuft doch alles ab. Jetzt, warte mal ganz kurz. Darf ich? Ja, Mal? klar, sicher. Weil ihr habt Aufkleber angebracht, Ja, damit ich wollte nämlich gerade sagen, glaubst du, ich krieg's hin? Ja, oder? mach mal. Okay. Ja. Das heißt, zuerst will ich ja definitiv dann meine Toilette benutzen. Das heißt, eine Schwenktoilette. Einmal entriegeln. Einmal entriegeln. Da ist nämlich ein schwarzer Knopf an der Seite neben dem Aufkleber. Okay. Den drückst du einmal und dann das ist geht die aber entriegelt. Das geht mega einfach. Ja. Boah, wie groß. Klackt Ja. die rein oder bleibt die dann so? Nee, die haben wir da jetzt nicht arretiert. Nee, ich wollte nur wissen. Kommt noch. Das überlegen wir noch. Ja. Ja.
Nee, auch Wir sind da geteilter Meinung, je nachdem, wen man fragt. ich muss. Also so hast du den Vorteil, natürlich kannst du immer so machen, wie sie gerade brauchst. Ja? Genau, Ja. richtig. Das Kind, es passt fürs Kind. Hallo Kind. Und Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das jetzt ständig so extrem bewegen würde. mach mal zu hier, den Vorhang nochmal. Außen die Lamellen. Das ist, glaube ich, auch. Genau, da würde ich Oh, mir. innen und außen. So. Guck mal. Ein Loks-Verschluss wäre vielleicht da gar nicht verkehrt. Ja, kenne ich. Mhm. Was Loks? Fitlock heißt das, glaube ich. Ne? Diese magnetischen. Ich kenne das vom Bootsbau, weil ich benutze die nämlich für meine Halsbänder. Das ist die Marke Loks. Ach so. Und die gibt es nämlich auch zum Beispiel bei ihm jetzt in dem Fahrzeug hat er den auch verbaut für die Ja, aber- Duschwand, genau. Okay. Ja gut, aber hier so ein Druckverschluss geht Man auch. zieht So- dran so an ein- der Kappe und dann geht er auf. Ja, ein Tenax. Wir nennen das Tenax. Also bei Ja. uns in der Branche sagen alle Tenax dazu. Ja. Seid ihr schon gefahren mit dem? Habt ihr mal probiert? Den jetzt noch nicht, nee. Außer, dass wir ihn hier zur Händlertagung hingefahren haben. Aber das kommt jetzt noch. Der ist Kommt noch. wirklich gerade fertig geworden. So, Schwenktoilette. Bin fertig mit meinem Toilettengang, genau. Genau. Dann Fahr sie jetzt noch schwenke mal ich rein. einfach wieder zurück. Da sind die Ich spüle vorher Klopapierrolle. natürlich ab. Da ist Klar, dann der ein bisschen Knopf Schwung. noch. Ruhig Ah ja, mit- okay. Mit ein bisschen Schwung, zack, verriegelt, Wirklich gut. fest. Jetzt mache ich hier mal den Push. Jetzt, spätestens jetzt, denke ich, ich bin im Flugzeug. Ja, genau. Ja, auf engstem Raum, ne, da muss man sich was einfallen lassen. Aber auch die Schienen, die habt ihr überall wieder fortgeführt. Ja. Also einmal hier, dann einmal da ist sogar der Gewürzhalter mit drin. Auch hier könnte man die Schiene sogar für Duschzeug verwenden. Also das ist wirklich zu Ende gedacht. Und das Waschbecken ist auch, also, okay, das ist gleich der Duschbrausekopf, oder? Ja, richtig. Ah, ja, genau. Den. Rausnehmen, einhängen. Oben haben wir noch Kleiderhaken angebracht. Ich denke, einige Camper, die leben aus dem Kulturbeutel. Da kann man seinen Kulturbeutel oben hinhängen. 2 Stück, die Ja. da sind. Und ist auch eine gute Höhe immer noch. Absolut. Ja. Also das ist ja oft so, dass du ganz oft die Leute sagen, ja, bin jetzt 1,95 Meter, kommt nicht in Frage. Das Auto hier ist für große Leute. Ja. Das Bettmaß hinten? 2 Meter und 1,85. Gut, also 2 Meter. Ihr habt eine Liegewiese mit drin. Lass den mal gerade hier. Dann die Verdunklung von innen zeige ich mal gerade, weil ja außen sind ja außen Seitsfenster, genau, Ja. Automatic. Und sogar ein Rausfallschutz. Ja, das müssen wir machen. Das ist halt die Norm. Ja, In ist gewissem Maß. auch gar nicht schlecht. Ein oder andere. Oben hast du noch einen Handtuchhalter, obligatorisch. Den haben sie mit übernommen. Und wieder mal diese Spanngummis. Guck mal, Jan. Ja. Wo du deinen Kulturbeutel dahinter hin kannst oder andere Sachen. Ja, also Alles passend. großes Kino. Ja. Wir sind Das auch Licht sehr ist auch happy mit dem angenehm. Grundriss. Ja, Das ist ein sehr schönes Licht hier. Ja. blendet nicht so. Ja. Ne? Ja. So, dann ist ja bei so einem kurzen Auto immer das Problem, also so richtig wohl fühlt man sich ja hier mit 3 Personen, gehen auch 4, aber der Tisch, das war halt immer so eine Geschichte. Man soll ihn ja eigentlich während der Fahrt ganz rausnehmen. Richtig. Eigentlich während der Fahrt soll er nicht da sitzen bleiben. Die meisten machen es und dafür haben wir uns jetzt das überlegt, dass man während der Fahrt die Tischfläche nochmal verkleinern kann, ein bisschen mehr Bauchfreiheit hat. Und wenn man halt dran essen möchte, hat man wieder die volle Tischgröße. Ja. Ich kann den auch jetzt so ein aber- ganz ich kann- kleines bisschen an Flugzeug wieder, genau. Dann kann ich Ja. den so hochklappen. Und Also Sicherheitshinweis, bitte, wenn möglich, bitte nicht montieren während der Fahrt. Also das ist ganz klar. Und es ist auch klare Empfehlung, baut ihn aus, denn wenn es mal zum Crash kommt, bis der Sitz oder der Gurt dann mal so richtig greift, da bist du mit deinem Bauch schon drin. Ja. Und dann wärst du froh, da wäre kein Tisch gewesen. Ja. Der Fahrersitz, der gibt auch nicht nach. Ne? Der Tisch, der liegt am Fahrersitz an. Also ganz klare Empfehlung, wegnehmen. Wegnehmen. Und den kann man sogar Ich kann ihn hier auch, super klein machen, doppelter. den kann ich auch nochmal teilen. Kann ich ihn draußen anbringen irgendwo? Nee, Schiene? bin ich auch kein Fan von. Sieht auf den ersten Blick immer praktisch aus, aber meistens ist das Gelände, wo ich stehe, nie eben. Und ich brauche Verstellmöglichkeiten, weil ansonsten ist die Gefahr halt relativ groß, dass er schräg steht. Und ich möchte ihn auch jetzt nicht unbedingt hier vorne im Eingang haben, weil dann steht der Stuhl ja direkt vor dem Eingang und jedes Mal muss ich Platz machen, wenn jemand rein und raus möchte. Ja, der Fernseher finde ich cool. Hier kannst du sogar einen 32 Zoll hinhängen. Gerade so, also vielleicht eher 27. Aber du hast halt da schon mal angedacht, das Thema Fernsehen. Ja. Kann ihn schwenken nach hinten. Ja. Ja, Karatec, die Landauer haben es euch angetan. Die bauen gute Sachen. Schon. Ja, auf jeden Fall. Gut. So, ist drin. Ist drin.
So, und dann, ja, Tisch haben wir geklärt. Ja gut, wir sind auf 6 Meter. Also liebe Leute, wenn ihr mir jetzt kommt und sagt, ja 6,40 Meter kostet ja genauso viel, dann nehme ich doch lieber 6 Meter oder ich nehme am besten 7 Meter, ja. Dann nehme ich vielleicht auch ein Reisemobil. Ja. Aber ja, In der Kürze 6 liegt die Meter, Würze. Genau, 6 Meter ist halt angesagt. Ne? Da bin ich halt auch in der Stadt bin ich wunderbar unterwegs. So, ihr habt eine eigene Rüttelpiste, da werden 300.000 Kilometer Fahrzeugleben simuliert. Richtig. Die ist richtig fies. Gibt es da irgendein Video schon im Internet? Ja, gibt's ein Video. Auf YouTube kann man ein Video sehen, wo unser Daniel, der gerade noch dabei war, auf der Teststrecke war mit einem Wohnwagen von uns und das ist schon übel. Das ist Hardcore. Also wir sind doch über eine große Rille, hat so richtig Bong gemacht. Ja. Jetzt stell dir vor, das die ganze Zeit. 300 Runden. 300 Das Runden. macht ein Mensch. Ja, da ist beim Wohnwagen ist ein Zugfahrzeug, also Ja. ein altes Fahrzeug mit guten Stoßdämpfern und das fährt immer hin und her. Okay. Ja, das ist ein harter Job. Das macht auch nicht einer alleine, die wechseln sich ab. Da Ja. wird man ganz schön durchgeschüttelt. Aber das Video kann ich nur empfehlen, das ist echt interessant. So, Dieselheizung. Was muss ich denn da googeln, so, wenn ich das haben will? Oh, gute Frage. LMC-Teststrecke. LMC-Teststrecke. Ich finde das und verlinke das. So, dann schreibe ich das hier ins Video rein. Hier oben siehst du auch nochmal das Schienensystem. Das habt ihr überall im Einsatz. Ja. Kann man alles einhängen, was ihr wollt. Das ist Sehr- echt so einfach. Okay. Ich kann Die auch Lampen- mit nach hinten nehmen. Lampen sehr beliebt auf Messen. Ja, Ich bin total begeistert. Also, Die USB-Steckdose. Ja. okay. Irgendwas, was wir nicht bedacht haben. Nee, noch mehr habe ich leider nicht zu bieten hier. Nee, Applaus. Bitte Ja. mal applaudieren. Hast du fein Ich gemacht. frage, ob da irgendwas ist, an das ihr nicht gedacht habt. Ja. Nee, Jadan und ich haben immer so einen Running Gag. Hast du fein gemacht? Ja, ist ja super gemacht. Super. Nee, Leckerli. das liegt daran, dass wir Hunde haben, Ja. 3 Stück. Und nee, sehr gut. Und ich hoffe, du kriegst die Belohnung von den Händlern. Erstes Feedback? Ja, mega. Also die freuen sich alle. Ne? Die Endkunden stehen auch schon in den Startlöchern. Die freuen sich, dass er kommt. Ja, Komm, zeigen wir mal. Das heißt, es muss nicht immer der Hersteller XY sein, sondern tatsächlich aus der Hümer-Gruppe die Firma LMC, Lords Münsterland Caravan, bekannt geworden durch innovatives Design auch. Also ihr habt wirklich immer außergewöhnlich tolles Design, aber hier diesmal auch eine außergewöhnlich tolle Funktion. Wir werden uns jetzt nach einem Glas Sprudel nochmal angucken, ein besonderes Fahrzeug, nämlich Grundriss der gleiche nebenan? ja, nicht der gleiche Grundriss. Das ist unser 590, den wir letztes Jahr schon hatten. Also 6 Meter Querschläfer. Und das nochmal dann als Sonderauflage mit einem Offroad-Look. So, und das ist der Offroad-Look, wo die Jan direkt getriggert wurde. 5,40 Soll man das sagen, Meter. wenn man den sieht, ne? Ja, der ist noch mal kürzer. Der ist 5,40 Meter. Das ist aber jetzt Querbett, oder? Das ist Querbett, aber ist auch 6 Meter. Also kürzer. Der ist 6 Meter. Ja, 6 Meter. Okay, 6 Meter Querbett. Wenn wir uns gleich mal anschauen, richtiger Offroad-Look. Ja, man muss gar nicht so viel machen, aber als Serienhersteller ist Offroad gar nicht so easy, denn das ist viel zu machen. Die Anbauteile, macht ihr das selber bei euch in der Fertigung? Das Problem ist, wir als Originalhersteller haben auch nochmal ganz andere Auflagen, was unsere Typgenehmigung angeht, als wenn das jemand im Nachgang macht. Also wir müssen dann nochmal auf andere Sachen achten, die irgendein Spezialist macht, der das im Nachgang, wenn das Fahrzeug angemeldet ist, anbringt. Ne? Achso, ihr habt ja auch ein COC für die Dinger, oder? Klar, sicher. Ja klar, das heißt also nicht nur Einzelabnahme und dann ist das mal dran, das fängt an. Du brauchst ein E-Kennzeichen für alles. Das hier, dieses Teil, das ist jetzt mal, das ist wahrscheinlich der Raptor Grill, der Original. Genau. Das ist noch easy. Das ist noch easy, wobei es nicht easy umzurüsten. Das ist schon zeitintensiv, aber das ist noch easy, ja. So, werden wir gleich zeigen. Bleibt dran. Wir sind auf der LMC Händlertagung zusammen mit Dominik Osthus und Jan Herzog. Ja, erkunden viele Fahrzeuge und den werden wir uns gleich mal angucken. Ein 6 Meter, bei dem ich fälschlicherweise dachte, er wäre 5,40 Meter. Aber mein Gott, seh es mir nach. Tschüss.